Herzlich willkommen im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt. Es geht weiter in unserer Serie Phänomen Anastasia mit Band 8.1 Teil 1 Neue Zivilisation. Liebe Zuseher, mit Bildern aus der Vergangenheit zeigt Anastasia, wie auch wir uns heute durch eine gesunde Ernährungsweise die Grundlage für ein langes, erfülltes Leben schaffen können. Sie weist in diesem Zusammenhang auf den dämonischen Ursprung diverser Ideen und Phänomene hin, die unsere Gesellschaft in zunehmendem Maße prägen und in eine gefährliche Sackgasse führen. Der Same für eine individuelle und kollektive Wende zum Guten liegt in der Rückbesinnung auf natürliche Werte. Hierbei spielen das eigene Stück Land für jede Familie und die schöpferische Berührung mit Mutter Erde eine entscheidende Rolle. Anastasias starke Zukunftsvisionen malen eine blühende Zukunft für unseren Planeten, für eine neue Zivilisation, die bereits beginnt, Wurzeln zu schlagen. Aufschlussreiche Minuten erwarten Sie. Geehrte Zuschauer, willkommen zu einer neuen Serie Phänomen Anastasia, Band 8.1, Teil 1, Neue Zivilisation. Ich begrüße wie immer im Studio Herrn Konstantin Kirsch. Hallo Herr Kirsch. Hallo Herr Jungwirth. Herr Kirsch, das Buch beginnt mit dem Kapitel Gefühle im Morgengrauen. Was haben Sie sich hier für Impulse rausgenommen? Ja, es ist so, dass der Herr Mekre beschreibt, dass er in der Taiga ist und eines Morgens zuerst wach wird. Üblicherweise ist er wohl der Langschläfer. Und er träumt dann so von der Liebe und plötzlich hat er so die Bilder, dass er auf einen Baum heraufklettert. Und er würde gerne quasi einen Stern vom Himmel holen. Und so träumt er einfach so vor sich hin. Und eines Moments dann wacht dann Anastasia auf und erzählt ihm, dass sie so einen wunderschönen Traum hatte. Sie hat quasi geträumt, was er gerade sich für Gedanken gemacht hatte. Das ist so einfach ein netter kleiner Einstieg, wo klar wird, dass die Anastasia auch in der Traumwelt, wenn sie schläft, wahrnehmen kann, was andere denken. Das finde ich insofern sehr interessant. Und dann geht es auch gleich weiter. Es wird unterbrochen, diese Szene, mit dem Sohn. Das wird ganz spannend dann, ja. Ja, da wird es dann richtig spannend. Sieg über die Strahlung heißt es. Ja. Es geht dann darum, dass der Sohn, der Volodya, in einem Teich getaucht hat und einen Stein herausgeholt. Der Großvater hat es ihm erzählt, von ihm ist dann der Urgroßvater. Und da hat er so die Frage gehabt, wieso friert dieser Teich nicht zu? Und ja, da ist ein radioaktiver Stein und er taucht nach diesem Stein, hat ihn dann in der Hand rausgeholt. Und da wird es dann ganz spannend, weil der Junge, er ist ja im Prinzip noch recht klein, er will quasi gegen diese Strahlung ankämpfen. Er will diese austretende radioaktive Strahlung mit seinem Geist, mit seiner Kraft quasi in den Stein hineindrücken, um zu beweisen, dass Mensch stärker ist als diese radioaktive Strahlung. Das ist ich finde es eine richtig spannende Geschichte. Und es geht dann weiter, dass es für ihn jetzt schon klar ist, er darf es nicht mehr loslassen, weil es ist sonst so geladen, wenn er es jetzt loslassen würde, würde der Stein explodieren. Und er weiß gerade nicht mehr, was er tun kann. Und die Anastasia hat dann spontan die Idee, wenn er dann den nicht komplett loslässt, sondern nur die Finger nacheinander so löst, dass es dann die auch Energie noch nach oben gehen kann. Und dann funktioniert es auch, dann kann sich dieser Stein quasi entladen, wo diese Energie drin gespeichert war. Und dann geht es da auch noch weiter mit diesem ganzen Thema mit Radioaktivität, auch mit dem Atommüll von Atomkraftwerken. Da gibt es auch eine schöne Passage, wo der Volodya sagt, in diese normale Schule will er gar nicht gehen, wo diese normale Wissenschaft gelehrt wird, weil diese Wissenschaft zu Katastrophen führt. Und er lernt lieber im realen Leben. Das ist einfach viel praxisbezogener. Und er hat dann, obwohl er ein kleiner Junge ist, spontan auch eine Lösung für die Endlagerung von strahlendem Atommüll. Und er hat eine ganz simple Lösung. Das Problem ist die Konzentration. Wenn der gesamte Müll auf einen Haufen ist, kann es im schlimmsten Fall explodieren. Und die Lösung ist ganz simpel, im Gegenteil, Dezentralisierung. Und ganz konkret sogar so, dass
dann die Empfehlung von ihm ausgesprochen wird, dass auf jedem Familienlandsitz, der 1 Hektar groß ist, eine kleine, wie auch immer, verkapselte Portion in 9 Meter Tiefe verwahrt werden sollte. Weil wenn dort Menschen leben, wird dort auch keiner mehr graben. Dann ist es quasi sicher. Und auch wenn man das, wie auch immer, in böser Absicht herausklauen wollte, ist das so wenig, weil es ein dezentraler kleiner Teil wäre. Das ist also von diesem Jungen der Lösungsvorschlag zum Umgang mit diesem eigentlich ungelösten Endlagerproblem. Die könnten dann auch noch die Familienlandsitze Geld dafür kriegen, dass die ja sozusagen als kleines Endlager fungieren. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit, eine Finanzierungsmöglichkeit herbeizurufen. Ja, und ich habe auch in Deutschland schon von Menschen gehört, die einen Brief geschrieben haben, sie hätten gerne jetzt ihren Anteil zum Tiefvergraben auf ihrem Landsitz. Ich weiß nicht, ob sie schon eine Antwort bekommen haben, weil das ist einfach ein sehr unkonventioneller Gedanke. Ja, den man aber auch trotzdem durchspielen könnte. Ja, auf jeden Fall, weil die derzeitigen Szenarien, die haben keine langfristige Lösung. Ja. Genau. Es geht dann weiter mit den humorvollen Kapiteln Wulli Wulli Gänschen, Gigagag oder das Überwissen, das wir verlieren. Was ist damit gemeint? Da geht es um ein Gespräch zwischen dem Wladimir Maigret, der als Vater mit seinem Sohn Volodya, zum Thema auch Arbeiten. So Ausbildung, Arbeiten. Und dann sagt er, ja, ich habe da schon was, aber ob das Arbeit ist, weiß ich nicht so ganz genau. Dann führt der Sohn seinen Vater zu Tieren. Und zwar hauptsächlich das Thema ist jetzt mit Vögeln, Gänsen, Wildenten, wo er geholfen hat, die Eier auszubrüten, dass die warm sind und dass da einfach alles geklappt hat. Und die ziehen dann wieder weg, aber im Frühling kommen sie wieder. Und da hat er große Freude dabei. Und da sagt er ganz grob so, ja, da hat er quasi Arbeit damit. Und der Vater dann, ja, und was verdienst du denn da dran so ungefähr? So, es gibt so Ökonomie und rechnen wir mal richtig aus. Und dann rechnet der Volodya eine interessante Formel. Und zwar sagt er, -2 gegen die Unendlichkeit. Das heißt, die industriell hergestellten, zum Beispiel Hühnereier, -2 sagt er, das eine Minus ist die schlechte Qualität. Und das andere ist der Aufwand, das ist einfach dauernd Aufwand. Man muss immer wieder neu was machen. Und im Gegensatz zu seiner Methode ist zwar zu Beginn viel Arbeit, aber schlussendlich startet er einen ewigen Prozess, die Unendlichkeit. Wenn die Tiere das einmal programmiert haben, geben die das ja an die nächste Generation weiter. Wenn die auch ein Biotop haben, wo es ihnen gut geht, dann funktioniert es auf die Ewigkeit. Und von daher wird dann der Aufwand, der zwar zu Beginn ein gewisser Faktor war, Stück für Stück immer weniger. Das ist so dieses Thema mit den Wulli Wulli Gänschen. So. Es geht dann weiter mit ein großes Problem. Ja, der Volodya traut sich dann seinem Vater mal zu sagen, wo er richtig ein Problem hat. Der Vater denkt immer, der Sohn kann ja eigentlich alles besser. Sein Problem sind seine geliebten Tiere. Er hat die Tiere gezähmt. Dann holt er auch mal einen Bären her, der einen Baum verpflanzt. Also Tiere sind ja auch in teilweise spezialisierteren Fähigkeiten als wir Menschen. Und er steuert dann, also indem er dann lobt und erklärt, was wie geht. Und dann sagt er, ja, ich will doch in die Welt hinaus, um auch die Arbeit, die der Vater begonnen hat, weiterzuführen. Und dann sind ja seine geliebten Tiere alleine. Das ist für ihn das große Problem. Und da geht es dann direkt weiter. Er hat auch schon eine Lösung. Eine Lösung, ja. Nur die kann er nicht alleine finden und das braucht den Vater dazu. Und der Vater verwundert sich, was es denn sein könnte. Und dann kommt es zum Ergebnis, der Volodya wünscht sich eine Schwester. Und dann können die sozusagen, wenn er in die weite Welt geht, sein Hektar oder sein Raum der Liebe übernimmt. Und die Tiere weiterhin betreut und lieb hat und so weiter, genau. Ja, und dann geht das weiter. Der Vater, also der Herr Maigret sagt, kann er sich schon vorstellen. Und der Sohn, aber du musst dich vorbereiten. Da gibt es dann die Passage mit den Jungbrunnen. Genau, er soll sich da bitte reinigen und eine Zeremonie machen. Er hat alles vorbereitet. Und dann kommt da in mehreren kleinen Kapiteln Prozeduren dazu? Mehrere Prozeduren. Erste Prozedur ist, dass er ein paar Kräuter sammelt, der Junge. Und der Vater ganz vertrauensvoll, einfach nehme ich mal und sofort kriegt er dann Durchfall und Erbrechen und alles, ich sag mal auch die Zivilisationsnahrung, die er vor diversen Stunden oder Tagen gegessen hatte, die noch da ist,
erstmal befreien. Das zweite ist das Thema Wasser. Baden, reinigen, Wasser trinken, verschiedenes Wasser, Tiefenwasser ohne Bakterien und Wasser, was längere Zeit auch in der Sonne stand, wo schon wieder Leben sich entwickelt hat. Und das dritte ist dann eine Streckbettbehandlung. Also wenn wir stehen, laufen, ist das gesamte Gewicht dann immer auf den Gelenken und Wirbelsäule. Und um das mal zu lockern, hat er da ein Bett gebaut und von diversen Bäumen, diverse Seile, zum Beispiel aus Brennnesselfasern kann man sehr stabile Seile machen. Und dann mit einem Holz rein und dann zieht er dran, dann werden die Beine und die Arme so ein bisschen so alle vier gedehnt. Und der Sohn massiert seinen Vater noch und dadurch verbessert sich wohl auch die Schmierung der Gelenke. Wenn die nicht dauernd unter Druck sind, sondern ein bisschen mal entlasten, dann regenerieren die sich sehr gut. Und der Vater macht einfach mal mit. Und so haben sie mehrere Anwendungen. Und dann kommt noch eine Geheimprozedur, wo es dann mehrere Aufgüsse gibt von Kräutern. Es wird allerdings nicht ausgeführt, welche Kräuter es sind. Der Sohn erklärt nur, er hat wilde Tiere beobachtet, konkret dann den Zobel. Ja, genau, ja. Wenn der Nachkommen zeugen will, isst er entsprechende Kräuter und dann hat der Sohn diese Kräuter auch gesucht in einer anderen Konzentration und Menge und genau genommen meint er, naja, das kann man herausfinden, was denn wirklich den Körper stärkt und vitalisiert. Und ja, der Herr Maigret ist dann ganz interessiert, herauszufinden, welche Kräuter das denn sind. Und er spricht dann auch die Anastasia an oder will sie ansprechen, um sie zu befragen, was es denn für Kräuter sind. Und dann kommen wir auch recht bald zum nächsten Kapitel, in dem dann sie auftaucht. Also eine Erscheinung, ja, sozusagen. Genau, sie ist eine in dem Fall richtig leuchtende Erscheinung, sehr herausgeputzt mit einem weiten Gewand, mit Gürtel, aus Kräutern geflochten, noch ein Diadem quasi, ja. Haarschmuck. Und er ist quasi völlig hin und weg und wird ohnmächtig dabei, weil er ja, fast überfordert ist mit dieser Schönheit. Mit der Schönheit, genau, ja. Und sagt, Mensch, bitte, bitte, wenn du auf mich zukommst und willst dich herausputzen, dann mach's in Etappen. Also einmal das Kleid, dann am nächsten Tag vielleicht erst der Haarschmuck und nicht alles auf einmal. Ja, und dann geht es weiter, ähnlich wie im ersten Band schon, Zeugung eines Kindes, wobei das wiederum so ist, dass er sich nicht daran erinnern kann. Es ist einfach nur eine wunderbare, positive Erfahrung, ja, göttlich unbeschreibbare Nacht und Details weiß er nicht. Es geht dann weiter mit der göttlichen, wenn wir schon beim Göttlichen sind, mit der göttlichen Ernährung nochmal, dieser schöne Begriff. Ja, da geht es dann genau um dieses Thema von wegen, dieses Interesse, was sind denn die Kräuter dieser geheimen Rezeptur? Und da geht es dann darum, dass die Anastasia schön darlegt, dass viele, viele Tiere, sogar auch Tiere, die von Menschen gehalten werden, wir nennen es einen Instinkt, sie wissen, wenn sie sich unwohl fühlen, welche Kräuter sie essen. Das ist quasi bei den Tieren bekannt. Die ziehen dann umher und lassen manche Sachen liegen und gehen weiter, bis sie dann die Kräuter gefunden haben, die ihnen gut tun. Und eigentlich gehört es zum Basiswissen des Menschseins auch, dass wir das auch wissen. Besser gesagt ist es so, wir wussten es mal und haben es im Laufe einer gewissen Degenerierung verloren, dieses Wissen. Und dann beschreibt sie dort ein Rezept, eine Anleitung, wie wir das wieder lernen können. Und das ist was, auch sehr wertvoll, für jeden geeignet, der auch in der Stadt lebt. Also wirklich für den sogenannten normalen Menschen, wie er sich als normal empfindet, überall machbar. Man sollte von allen Obstsorten, Gemüsesorten, Kräutern, die in der Region wachsen, sich etwas besorgen, dann den Körper ein bisschen fasten, ein bisschen reinigen und dann Stück für Stück jedes einzeln wahrnehmen. Beispielsweise erstmal nur einen Apfel riechen, schmecken, spüren und dann Pause. Und dann zum Beispiel eine Möhre oder ein Salatblatt und immer mit Abstand dazwischen und quasi diese Teile individuell dem Körper auch vorstellen. Also das ist jetzt zum Beispiel ein Apfel. Dass der Körper es nicht mit anderen Gewürzen kennenlernt, sondern wirklich nur dieses eine. Oder das ist eine Haselnuss und das ist das.
Und das ist quasi die Einleitung, dass man dann den Körper mal programmiert hat, dass er alles kennt. Und dann soll man große Teller auf den Tisch stellen, wo dann von dem gesamten Angebot kleine Teile geschnitten liegen. Bei frischen Sachen, beispielsweise beim Apfel, vielleicht mit Quellwasser übergossen, dass es nicht sofort braun wird. Und dann noch ein bisschen Honig und Blütenpollen dabei. Und dann soll man seinen Alltag leben, wie man ihn lebt. Und wenn man gerade an dem Tisch vorbeigeht und Empfinden hat, jetzt will ich dieses oder jenes, dann eben dieses oder jenes essen und gut. So kann man aus dem Affekt heraus. Oder Instinkt heraus, dass man diesen Instinkt wieder lernt. Es gibt auch die Instinktoernährung, die ganz stark über die Nase geht, weil die Nase da ganz stark hilft, wieder riechen. Solange man es riecht und man fühlt sich zugeneigt, dann ist es gesund. Und da ist es so ein schönes Kapitel, was wirklich jeder Buchleser dann sagen kann, das kann ich sofort umsetzen, auch wenn man keinen Hektar hat. Einfach mal wieder das Gefühl zu kriegen. Gaben der Natur aus der Region und idealerweise auch noch aus der Jahreszeit. Jetzt sind wir am Ende vom ersten Teil. Haben Sie noch ein Zitat für uns? Auch passend zu dieser Ernährung. Der große Schöpfer hat es in seiner Weisheit so eingerichtet, dass die Kräuter, das Gemüse, die Beeren und die Früchte nicht alle auf einmal reif werden, sondern in ganz bestimmter Reihenfolge. Einige Arten schon im Frühling, andere im Sommer und wieder andere im Herbst. Ihre Reifezeit kam dann, wenn die Pflanzen für den Menschen den größten Nutzen bringen konnten. Die Menschen lebten auf ihren Landsitzen und ernährten sich nach Gottes Rezept. Und so wurden sie nicht krank. Vielen Dank, Herr Kirsch. Ich bedanke mich. Liebe Zuschauer, wir sehen uns gleich nochmal. Geehrte Zuseher, der Jungbrunnen ist in greifbarer Nähe. Das Altern, so wie wir es kennen, ist nur ein großes Missverständnis. Es ist unser Missverständnis, das uns von klein auf eingeredet, ja, eingetrichtert wird. Wir können dieses Missverständnis aber jederzeit positiv für uns ändern. Das war Phänomen Anastasia, Neue Zivilisation, Band 8.1, Teil 1. In Kürze folgt Teil 2. Freuen Sie sich auch hier auf weitere Erkenntnisse aus dem Urwissen. Bis bald und auf Wiedersehen hier im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt.